Verstoßen und diskriminiert. Nicht nur vom Gesetz, sondern vor allem von der Gesellschaft. Being gay or being transgender, families throw the community members out. He couldn't tolerate it that his own son can be from this community or something. Schwule, Lesben und Transgender haben es nicht leicht in Indien. Wir haben uns auf den Weg gemacht, um zu erfahren, mit welchen Problemen die LGBT-Community, also Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender, in Indien zu kämpfen haben. Das ist Vicky, einer unserer ersten Kontakte in die Szene, der sich bereit erklärt hat, mit uns über seine Diskriminierungserfahrung zu sprechen. I have the feeling that so many people here, they don't understand homosexuality. They think it's some kind of disease or you can just change it or go to a doctor or whatever. जो भारत यहाँ इंडिया में जितना कंट्रोवर्सी होती है इन चीज़ों को लेके, ये गे है या बाइसेक्सुअल है या लेस्बियन है, उनको इतने गंदे नज़रिए से देखा जाता है. Aktuell wohnt er in der Hauptstadt Neu-Delhi in einer WG und nicht bei seiner Familie, wie es in Indien gerade für die männlichen Nachkommen eigentlich üblich wäre. मैं अपने घर भी जाना चाहता था और मैं फोर्स करके वो मुझे घर पे भी लेके गए, चलो 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 चलो. घर जाने के बाद फ़ोन आता है कि या तो इसको घर में रखो या हम लोग घर छोड़ देते हैं. Um den bereits verheirateten Bruder zum Bleiben zu bewegen, musste Vicky also endgültig sein Elternhaus verlassen. Der Kontakt zu seinem Vater und seinem Bruder ist seitdem abgebrochen. Das Gefühl, anormal zu sein, lässt viele Homosexuelle in Depression abdriften. Auch Vicky hat schon mehrere Suizidversuche hinter sich. Does that happen very often among homosexual people? Do you think many of them try to take their lives at some point? बहुत लोग हैं ऐसे जो करते हैं. तो या तो खुद ही मर जाता है बंदा क्योंकि सोचता है कि मैं ही गलत हूँ, या फिर उसका परिवार उसके साथ ऐसा टॉर्चर करता है कि वो खुद ही सुसाइड का वो उठाता है. Aber es war halt schon besonders, dass wir das mal so draufgekriegt haben, offen vor der Kamera. Weil normalerweise möchte natürlich niemand hier offen zugeben, dass er homosexuell ist. Meistens sind die auch überhaupt nicht geoutet. Ja eben, das ist dann die Schwierigkeit. Wenn die Eltern das mitkriegen, dann werden die einfach wie Vicky komplett aus der Familie rausgeworfen und haben im Endeffekt gar keine Zukunft mehr, weil sich ja alles um die Familie dreht in dieser Gesellschaft. Indien, die größte Demokratie der Welt, divers, facettenreich. Und trotzdem gibt es in dieser Gesellschaft ein Problem mit Diskriminierung von Frauen, religiösen Minderheiten oder aufgrund des Kastensystems. Aber als Homosexueller ist ja auch noch das Gesetz gegen dich. Artikel 377, damals eingeführt von den britischen Besatzern, bestraft unnatürlichen Sex, egal ob nun zwischen Homo- oder Heterosexuellen, mit bis zu lebenslanger Haft. Das heißt, schon Oral- und Analsex sind illegal. In der Praxis macht das Gesetz aber hauptsächlich Homosexuellen und Transgendern das Leben schwer. Grund genug für einige wenige aus der Szene, sich Gehör zu verschaffen. Das ist ein LGBT-Flashmob im eher liberalen Süden Delhis, der dazu dienen soll, über Homosexualität aufzuklären. Hier treffen wir auch Sukhdeep, den Gründer des Galaxy Magazins. Er selbst hat sich geoutet, erzählt uns aber, dass der öffentliche Umgang mit der eigenen Sexualität, wie bei diesem Event, für die meisten undenkbar ist. To be gay in India is a very, very difficult situation to be in. So that involves a lot of lying to your own self, to your friends, to your family, hiding your own identity. Always like be very conscious that no one else discovers it, that you are gay. Das heißt, viele führen ein Dasein im Schatten. Doch es gibt ein paar Orte, an denen man als Homosexueller zumindest ansatzweise man selbst sein kann. Zum Beispiel an sogenannten Cruising Places. Das sind Orte, an denen die Community auf Kontaktsuche geht. Einer davon ist interessanterweise mitten im Zentrum der Stadt, am berühmten Connaught Place. Sukhdeep führt uns zu einem kleinen Park, welcher unter Eingeweihten auch als Gay Park bekannt ist. Wenn wir uns hier umschauen, scheint die Grünfläche aber nicht nur von Homosexuellen genutzt zu werden. Auch junge Heteropaare oder Familien mit Kindern verbringen hier ihre Freizeit. If you're here like for some time, and especially once it gets dark,
you'll start seeing like people who are here cruising, looking for hookups. So and if you are here on a Sunday evening, this whole place would be brimming with gays and transgender people. Would be here in groups with friends. Sobald es dunkel wird, ist gut. Mittlerweile schließen die Behörden den Park nämlich schon kurz nachdem die Sonne untergeht. Das war vor wenigen Jahren noch anders. Und bevor wir überhaupt anfangen können, uns richtig zu unterhalten, machen uns die Parkwächter schon einen Strich durch die Rechnung. So once you're closing it so early, so you don't have that space left. Exactly, yeah. And it's not even like 8. It's an effective method to keep, Yes. to basically stop that kind of activity. Inwiefern diese Einschränkung nun tatsächlich ein Move gegen die Community ist, lässt sich schwer sagen. Aber vielen der Betroffenen kommt es so vor. Wir müssen den Park verlassen, führen unser Gespräch mit Sukhdeep aber ein Stück die Straße runter fort. Zum Glück gibt es für Homosexuelle heutzutage auch andere Wege, ein Date zu finden. So you also have some kind of parties that happen, secret parties and stuff like that? Yes, in fact, a lot of these gay parties are organized in CP. Some of the places here in Connaught Place. You have them on Saturday, Sunday both, and probably also on Wednesday. So are they advertised openly? Or? No, they are mostly advertised via WhatsApp groups. Because if you start like probably popularizing or advertising it openly, that also attracts a lot of unwanted attention that could lead to police raids or anything. Und auch Dating-Apps wie Grindr oder Planet Romeo werden immer beliebter. Doch sich mit Unbekannten auf ein Date einzulassen, birgt gerade hier in Indien besondere Gefahren. Because a lot of people who are using these apps are still closeted. So blackmailing becomes a very serious issue, and a lot of people have, like even in my friend circle, have gone through instances of blackmailing. Das sieht dann so aus, dass dein vermeintliches Date plötzlich Geld von dir verlangt und dir damit droht, wenn du nicht zahlst, dich bei deinen Nachbarn, an deinem Arbeitsplatz oder bei deinen Eltern zu outen. Und das kann katastrophale Folgen haben. मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हुई मेरे घर में जब मेरे फैमिली को मेरे बारे में पता चला कि तुम गे हो ये तो मुझे मेरे ब्रदर एंड मेरे फादर मुझे जलाने की कोशिश की गई और मुझे मारने की कोशिश की गई. Das ist Pinky, einer der Mitarbeiter der Hilfsorganisation Space, die sich für die Rechte der LGBT-Community und gegen die Verbreitung von HIV einsetzt und interessanterweise sogar staatlich anerkannt und unterstützt wird. Anjan ist einer der Gründer der Organisation und bietet Leuten wie Pinky nicht nur eine sichere Anlaufstelle, sondern auch eine Zukunftsperspektive mit Ausbildungsangeboten oder sogar Jobs. Can you explain the connection between the stigmatization of gay people here and the occurrence of HIV/AIDS? Being gay or being transgender, families throw the community members out. So if a gay person or a trans man is abandoned by a family members, what happens is ultimately on the roads. Because he's uneducated, he's completed the schooling also. So the only option left for him is sex work. Also because when we distribute condoms, when we talk about condoms, it's not easy. Why? Because why should I use condom? Because nobody cares whether I live or die. My family doesn't care about me. My family has abandoned me. Society doesn't care about me. So how does it matter to you whether I use condoms or not? Whether I die of HIV, I die of AIDS, or die of any other disease in the world? So why should I use condoms? So this is one of the reasons why HIV prevalence is so high in the gay community and in the transgender community. आज दीदी दे के जाओ एक नॉर्मल बच्चे के नाम से खा लो Das ist eine Gruppe von sogenannten Hijras, Indiens offiziell anerkanntes drittes Geschlecht, welchen im Volksmund mystische Kräfte nachgesagt werden, mit denen sie Leute segnen können. Wenn man als Transgender nicht in der Prostitution landet, dann meist bettelnd auf der Straße. Ausgeschlossen. Am Rande der Gesellschaft. An den Ampeln der Hauptverkehrsadern findet man viele solcher Gruppen, die den ganzen Tag damit verbringen, an den haltenden Autos nach Spenden zu fragen. Bei über 40 Grad sind wir da schon nach einer halben Stunde völlig am Ende. रखना तो पसंद नहीं करते कि किन्नर है बड़े को जॉब देने घर वाले भी नहीं रखते हम लोग तो हमें तो घर वाले नहीं रखते तो दुनिया बोलते किन्नर हो समाज में हमारी बेइज्जती होती है फील करते हैं जैसे हम मांगने जाते हैं कोई हमें कोई लोग देते हैं कोई नहीं देते दुआ दे दो हमें हमारे बच्चों को दुआ दे दो बच्चों से बाहर क्या मैं कर सकते हैं
5 रुपए या कोई 100 रुपये भी दे जाते हैं, कोई 50 भी दे जाते हैं, है ना? देता है ना खुशी से। तो आप खुश रहिए उस लाइफ से, ये जिंदगी से खुश। हम इस जिंदगी में मैं तो कहती हूँ ऊपर वाला किसी को ना दे, कोई भी ना आए ऐसी जिंदगी, किसी के घर पे ना हो, ऐसी किसी के बच्चे की ना हो। Man kann zumindest sagen, ja, die sind in der glücklichen Position, dass es eine gewisse kulturelle Akzeptanz gibt, aber das beschränkt sich dann halt auf dieses Segnen, weil die Leute glauben, dass Hijra, also die Transgender hier in Indien, so Superkräfte haben. Für ganz wenig ist es dann halt so, dass sie es mal schaffen, irgendwann diese Segnungen vorzunehmen auf Hochzeiten oder wenn ein Kind geboren wird. Damit kann man dann schon ein ganz gutes Einkommen verdienen. Aber trotzdem ist man dann darauf limitiert. Ja, du hast ja überhaupt gar keine Freiheit zu wählen, was du machen willst. Also entweder du prostituierst dich, du bettelst auf der Straße oder wenn du Glück hast, kannst du irgendwie auf Hochzeiten tanzen. Ja. So, was anderes steht gar nicht zur Debatte. Ein Leben ohne wirkliche Perspektive. Apropos Lebensperspektive. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Delhis einzigem LGBT-Café, um uns da mit ein paar Freunden von Sukhdeep zu treffen. Die wollen uns da ein bisschen erzählen, wie die ihre Zukunft gestalten wollen, hier als Homosexuelle in Indien. Denn es geht ja nicht nur um sowas wie Dating und Sex, sondern vor allen Dingen auch mal längerfristig gedacht um Beziehungen, was ist mit Hochzeit, was ist mit Kindern. Das wollen wir jetzt herausfinden. I think even like talking about gay marriages in India, as of now, is just a dream which you can think of. The real battle is on the acceptance right now. There is a lot of perception that needs to be changed within our own society first, that we can even think of marriage or having kids, as a gay couple. Wie weit der Weg noch ist, weiß besonders Megan. Als Lesbe hat sie gleichzeitig mit der Homophobie und Indiens Sexismus zu kämpfen. If you're with somebody, having to be very careful in how you interact with them. So let's say, for example, on one hand you want to be able to be free with the person that you love, and on the other hand you also know that at any point in time you might get beaten up. Hinzu kommt, dass die meisten Ehen in Indien immer noch arrangiert werden. Und wenn deine Eltern dich mit jemandem verheiraten, den du kaum kennst, dann stell dir mal vor, dieser jemand entspricht nicht mal deiner sexuellen Orientierung. So if we have to think about our own life, we always have to, the first lens that we have to use is from the perspective of family and community and society. That's when marriage becomes a very big burden on us. So marriage is a big thing in this country, right? And even if you would to tell people in your family that I'm gay, the questions still come up. Sich dem Zwang zu heiraten zu entziehen, ist also leichter gesagt als getan. Und für manche sogar nahezu unmöglich. In einem Park, in dem wir ungestört filmen können, treffen wir Mir, der, trotz sich zu outen, gegen seinen Willen verheiratet wurde. After coming out, my father was very violent, and every other day there was a big fight in our house. But he hated gays. He hated LGBT. He couldn't tolerate it that his own son can be from this community or something. He told that either I'll survive, I will live, either you will live. Only one of us will live. And then I immediately changed my stand. Okay, I'm sorry. If you want, I can lead a life that you want me to. I can marry a girl or I can do whatever you want me. But please don't beat me. Obviously, I had told them that I will lead a life that you want me to. But inside, deep within, I was not ready, I was not prepared. And I was not made for that life, for that fake life, dual life. Nach der Verlobung hat Mir nochmal versucht, diese aufzulösen. Allerdings mit wenig Erfolg. My mother told that if you're going to do all these things, I'm going to go for suicide. I can't bear this insult. My son has decided not to marry just because he's gay. And so my mother said then no, if that will be your statement, then I will go and die. I don't want to have such a son. That is the thing. You're trapped, there's no way out. Yes, I obviously am trapped. So what's the situation right now? You want to get divorced? I want to get divorced. I have told her lots of times, I've expressed my desire that please leave me. But she doesn't want to leave me because she wants a shelter. She doesn't want to spoil her image. She doesn't want to be labeled as a divorced lady and all this, because in India it's a big taboo. But I have requested her a lot of time, like please give me divorce. But she keeps on threatening me
Like if you will go for divorce, or if you will even think of divorce, I will frame you in false cases like dowry, domestic violence against you. Verzwickte Lage. Und wenn wir ehrlich sind, wüssten auch wir nicht, was wir in seiner Situation tun würden. Fest steht, in Indien muss sich was ändern. Die Diskriminierung durch das Gesetz ist auf jeden Fall ein Problem. Viel wichtiger ist aber, dass die Gesellschaft anfängt, Homosexualität zu verstehen und dann auch zu akzeptieren. Schließlich sollte doch jeder sein Leben so leben können, wie er will, solange er niemand anderem dabei schadet, oder?